Du stehst an einem Hafen bei Nacht. Ein riesiger Containerfrachter gleitet lautlos aus der Dunkelheit, kein einziger Lichtstrahl nach vorne. Nur rote und grüne Punkte an den Seiten. Wie navigiert ein 300 Meter Koloss im Stockdunkeln ohne Scheinwerfer? Die Antwort hat mit einer Falle zu tun, die bereits 740 nach Christus erkannt wurde. Das Rhodische Seegesetz verbot damals etwas, das erst 1200 Jahre später bei der Titanic-Katastrophe tödlich bewiesen wurde. Licht auf dem Wasser macht blind. Die Titanic hatte 2 Suchscheinwerfer an Bord. In der Unglücksnacht blieben sie aus. Niemand hatte sie vergessen. Sie wären schlicht wirkungslos gewesen. Willkommen beim Kern der Dinge. Um zu verstehen, warum moderne Schiffe bewusst auf Frontbeleuchtung verzichten, muss man fast 1300 Jahre zurückgehen. Im Jahr 740 nach Christus kodifizierte das Rhodische Seegesetz im östlichen Mittelmeer erstmals weiße Ankerlichter. Keine Ausleuchtung, sondern reine Erkennungssignale. Die Logik war einfach. Andere sollen dich sehen, nicht du sollst die See sehen. Über 1000 Jahre lang funktionierte dieses Prinzip mit Öllampen und Laternen. Doch erst 1849 systematisierte der britische Merchant Shipping Act die Sache wirklich. Rot für Backbord, grün für Steuerbord. Eine Sprache aus 2 Farben, die jedes Schiff weltweit lesen konnte. Dann kam die Nacht des 14. April 1912 und die Titanic sank. Die überarbeiteten Kollisionsverhütungsregeln von 1914 reagierten direkt darauf und verschärften das Verbot dauerhafter Frontbeleuchtung. Die moderne Colrex-Fassung von 1972 zementierte diese Regel weltweit und wurde von 159 Mitgliedstaaten der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation ratifiziert. Aber warum genau sind Scheinwerfer auf See gefährlicher als auf der Straße? Die Antwort beginnt im menschlichen Auge. Eine Brückenbesatzung, die durch eine mondlose Nacht in der Nordsee navigiert, sieht auf den ersten Blick fast nichts. Aber genau das ist der Trick. Das menschliche Auge benötigt zwischen 20 und 30 Minuten, bis sich die Stäbchen in der Netzhaut vollständig an Dunkelheit angepasst haben. Erst dann werden Eisberge, treibende Container oder die Silhouette eines Fischkutters erkennbar. Ein einziger Blick in einen Frontscheinwerfer würde diese Adaption innerhalb einer halben Sekunde zerstören. Danach wäre der Wachhabende für eine weitere halbe Stunde faktisch blind. In stark befahrenen Gewässern wie dem Ärmelkanal oder der Kadetrinne vor Rostock kann das den Unterschied zwischen Manöver und Kollision bedeuten. Deshalb sind moderne Schiffsbrücken konsequent auf rote Instrumentenbeleuchtung umgestellt. Rotes Licht mit Wellenlängen oberhalb von 620 Nanometern reizt die Stäbchen kaum und erhält die Nachtsicht nahezu vollständig. Selbst die Anzeigen der ECDIS-Karten und Radarschirme lassen sich auf Nachtmodus dimmen. Das Deutsche Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie geht noch weiter. Seine Vorschriften verbieten explizit vorausschauende Scheinwerfer auf der Brücke. Sogar Glühlampen in Navigationslichtern müssen gekennzeichnet sein, damit kein falscher Reflektor montiert wird, der einen anderen Schiffsführer blendet. Diese Regelungen wurden nach mehreren Beinahe-Kollisionen in den 1980er Jahren im Hamburger Hafen zusätzlich verschärft, als experimentelle Halogenfrontlichter zu gefährlichen Situationen führten. Was auf der Autobahn als Sicherheitsfeature gilt, ist auf See ein Sicherheitsrisiko. Doch Nachtsicht ist nur das erste Problem. Was passiert, wenn 2 Schiffe aufeinander zusteuern? Stell dir 2 Frachter vor, die sich in der Deutschen Bucht mit jeweils 20 Knoten nähern. Hätten beide Schiffe Frontscheinwerfer wie ein LKW, würde die Wasseroberfläche zwischen ihnen zu einer einzigen blendenden Fläche. Wasser reflektiert Licht völlig anders als Asphalt. Während eine Straße diffus streut, wirkt jede Welle wie ein bewegter Spiegel, der den Lichtstrahl direkt ins Auge der Gegenseite wirft. Der Effekt ist nicht vergleichbar mit Gegenverkehr auf der Autobahn. Er ist um ein Vielfaches stärker. Hinzu kommt das Problem der Distanz. Ein PKW-Abblendlicht reicht 100 bis 200 Meter weit, ein Fernlicht etwa 400 Meter. Schiffe aber müssen sich gegenseitig über 10 bis 20 Seemeilen erkennen, also über 18 bis 37 Kilometer. Kein Scheinwerfer der Welt leuchtet eine solche Strecke aus. Stattdessen schreiben die SOLAS-Konvention und die Colrex exakte Mindestsichtweiten für Navigationslichter vor, gestaffelt nach Schiffslänge. Schiffe über 50 Meter müssen ihr Toplicht über 6 Seemeilen sichtbar machen, ihre Seitenlichter über 3. Yachten unter 12 Meter dürfen mit geringeren Reichweiten fahren. Eine Lichtleiste, wie sie auf manchen Sportbooten verbaut wird, erhöht das Blendrisiko um das 5-fache, weil sie den gesamten Horizont überflutet, statt einen schmalen Sektor zu definieren. In den engen Fahrwassern der Nord- und Ostsee, wo Fischer, Yachten und Containerverkehr
auf wenigen Quadratkilometern aufeinandertreffen, ist diese Disziplin überlebenswichtig. Die rote Laterne an Backbord ist kein Schmuck. Sie sagt dem entgegenkommenden Kapitän in einer einzigen Sekunde: Ich fahre von rechts nach links und du musst ausweichen. Aber heißt das, Schiffe fahren komplett blind? Es gibt eine geheime Technologie. Tatsächlich verfügen praktisch alle größeren Schiffe über Suchscheinwerfer. Aber sie funktionieren nach einem völlig anderen Prinzip als Autoscheinwerfer. Es sind gerichtete Strahler mit engem Öffnungswinkel und Reichweiten zwischen 5 und 10 Kilometern. Sie werden nur punktuell eingesetzt, etwa beim Anlegen, beim Suchen einer Tonne oder bei einem Mann-über-Bord-Manöver. Niemand fährt damit dauerhaft durch die Nacht. Das militärische Extrem zeigen US-Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse. Ihre Suchscheinwerfer erreichen 2 Millionen Candela, eine Lichtstärke, die einen entgegenkommenden Schiffsführer auf 2 Seemeilen Entfernung temporär erblinden lassen würde. Genau deshalb werden sie nur bei spezifischen taktischen Manövern aktiviert, etwa zur Identifikation verdächtiger Kleinboote oder zur Signalisierung. Im Routinebetrieb bleiben auch sie dunkel. Eine andere Richtung schlagen skandinavische Küstenschiffe ein. Seit etwa 2010 werden auf norwegischen und schwedischen Versorgern Infrarotscheinwerfer in Kombination mit hochempfindlichen Kameras getestet. Die Brücke sieht ein hochauflösendes Bild der Umgebung auf einem Monitor, während für das menschliche Auge alles schwarz bleibt. Kein anderes Schiff wird geblendet, kein Fischer in seiner Nachtsicht gestört. Stealth-Navigation ohne sichtbares Licht. Am anderen Ende des technologischen Spektrums steht eine Regel, die direkt aus der Antike stammt. Kleine Boote ohne fest installierte Stromversorgung dürfen in Deutschland Petroleumlichter führen. Eine Öllampe in einer Glaslaterne, gehisst an einem Mast über 7 Metern Höhe, erfüllt die rechtlichen Anforderungen. Es ist eine direkte Linie zum Rhodischen Seegesetz von 740, das genau dieses Prinzip erstmals niederschrieb. Traditionelle Frachtsegler auf der Ostsee nutzen diese Ausnahmeregelung noch heute regelmäßig. Und diese Technologien haben die Seefahrt revolutioniert. Aber nicht durch Licht, sondern durch Funk und Wellen. Modernes Schiffsradar erreicht Reichweiten bis zu 50 Kilometer und erkennt selbst kleine Holzboote als Echo auf dem Schirm. AIS-Transponder, seit 2002 für Schiffe über 300 Bruttoregistertonnen verpflichtend, senden alle paar Sekunden Position, Kurs und Geschwindigkeit. Eine Brücke in Hamburg sieht in Echtzeit, welcher Frachter gerade die Elbmündung passiert, ohne ein einziges Licht zu benötigen. Das System funktioniert. Trotz massiv gestiegenem Schiffsverkehr in den letzten Jahrzehnten sind die Kollisionsraten pro transportierter Tonne deutlich gesunken. Dunkelheit auf der Brücke ist messbar sicherer geworden, als Helligkeit es je war. Trotzdem zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild. Viele Hobbyskipper auf Bodensee, Elbe oder vor Rügen meiden Nachtfahrten konsequent. Unmarkierte Hindernisse, treibende Netze und die schiere Komplexität der Lichterführung schrecken ab. Die Regel schützt also nicht nur die großen Schiffe. Sie schützt auch das gesamte Maritime-Ökosystem, vom Hafenlotsen bis zur Robbenkolonie auf den Halligen, vor der Lichtverschmutzung, die ein bescheinwerferter Schiffsverkehr unweigerlich erzeugen würde. Was bedeutet das für die Zukunft der Seefahrt? Zurück zum Hafen, zurück zu dem Containerfrachter, der lautlos vorbeigleitet. Was wie ein Mangel aussieht, ist in Wahrheit das Ergebnis von 1286 Jahren maritimer Evolution. Vom Rhodischen Seegesetz über den Merchant Shipping Act bis zu den Coal Regs von 1972 hat sich eine einzige Erkenntnis durchgesetzt. Standardisierte Signale schlagen breite Ausleuchtung. Die Titanic-Lektion gilt bis heute. Technologie muss zur Umgebung passen, nicht umgekehrt. 2 Suchscheinwerfer an Bord nützen nichts, wenn die Physik des Wassers sie verschluckt. Wenn du das nächste Mal an einem Hafen stehst und ein Schiff aus der Nacht auftaucht, achte auf die rot-grünen Lichter. Sie sind keine Dekoration. Sie sind die letzten Sätze einer Sprache, die Menschen seit dem 8. Jahrhundert sprechen. Und sie stellen still die nächste Frage: Warum haben Schiffe eigentlich Anker, die sie fast nie benutzen?